Also jetzt gerade nicht, aber es kann ein Live-Programm geben. Cool, cool. Was ist hier passiert? So. Gut, dann können wir wieder in die Lobby gehen und dann fliegen wir ins große, weite Welt da hinaus und kümmern uns um das Schiff einfach. Also wir werden das Schiff jetzt unter Kontrolle kriegen. Dass das scheinbar für ein bisschen Verwirrung sorgt. Erstkontakt. Das erledigen wir als erstes. Wenn wir schon gerade da sind. Und dann geht's weiter zur Crimson Fleet. Wir müssen immer noch weiter infiltrieren. Wobei es mich natürlich schon reizen würde, einfach die UC Security oder die SysDev heißt sie, glaube ich, zu hintergehen, muss ich zugeben. Also mich gefangen zu nehmen und mir meine Lebensgrundlage entziehen zu wollen, ist schon gemein. Und mir dann so einen gemeinen Deal anzubieten, ist halt auch irgendwie so, ich weiß nicht. Dass die sich nicht schämen, wundert mich so ein bisschen. Genau, ich muss nämlich abheben. Hallo. Ich möchte abheben. Abheben. Space. Space, Space, Space. Was ist das denn? Mond oder was? Wahrscheinlich. So, da haben wir das Schiff. Hallo, hier spricht Vorbett. Hallo, hier spricht Vorbett. Das funktioniert wohl nicht. Ich werde sehen, ob ich andocken kann, damit wir an Bord reden können. Ist bei eurem Kommensystem vielleicht etwas kaputt? Ich verstehe euch nicht. Hört ihr mich? Stimmt was nicht. Braucht ihr Hilfe? Das funktioniert wohl nicht. Ich werde sehen, ob ich andocken kann, damit wir an Bord reden können. Das wird sowas von schief gehen. Okay, jetzt erwarte ich irgendwelche Außerirdischen oder sonst was. Und ich weiß halt nicht, ob die uns freundlich gesinnt sind. Okay, ich stehe mal auf, weil ich... Möchte ich Vesco weiterhin mitnehmen? Nehme ich Vesco mit? Ich nehme Zara mit. Thanks for taking the time to talk. I wanted to ask you about the artifact you found on Bactera. When you pulled it from the rock, held it in your hands for the first time, how did you feel? Ich hatte Visionen, habe Geräusche und Musik gehört, es ist schwer zu beschreiben. No, I don't think you understand. I know about the visions, the light and the music. How did you feel inside? What were your thoughts? Ich dachte mir so, what the fuck? Ich habe mich gefühlt, als wäre mein Verstand und mein Körper nicht synchronisiert. Mächtig, als würde pure Energie durch meinen Adern strömen. Als würde ich augenblicklich durch die gesamte Galaxis gezerrt werden. Es ist so überwältigend, dass ich mich an nichts erinnere. Was soll die psychiatrische Sitzung, Doc? Als würde ich augenblicklich durch die gesamte Galaxis gezerrt werden. Oh my goodness. That must have been terrifying. When it comes to the artifacts, it never ceases to amaze me how the science, well, simply fails. Okay. Das ist nur untertrieben. Es gibt sicher eine vollkommen rationale Erklärung für die Artefakte. If there is, the artifacts are doing a heck of a job hiding it. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. Quite the mystery. Ja, so ist es halt, ne? So ist es halt. Ich bin halt mysteriös und wie sie mit mir kommunizieren eben auch. Und die Artefakte sind mir auch noch ein Wunder. Rätsel meine ich. Also ja, irgendwo da draußen gibt es eine Antwort, eine Lösung. Es hat sich definitiv angefühlt, als würde es versuchen, mit mir zu kommunizieren. Ich glaube eher schon sowas, ja. Agreed. Unfortunately, there's no way that I know of to reply. And believe me, I've been trying to gather data on the damn things for years.
Was für Daten hast du gesammelt? Not much, I'm afraid. All I have to show for my efforts are eyewitness accounts, scores of inconclusive metallurgical test results, and wild theories. Ist das das einzige Projekt, an dem du für die Constellation arbeitest? No, not at all. There's so much going on there, I can't afford to divert all of our resources, but I have classified the artifacts as a priority project. Okay, die ganze Sache muss unglaublich frustrierend sein. Frustrating? No. Bewildering? Yes. It would be, oh, well, an explorer's dream to solve a mystery like this. Okay, dann lösen wir es doch einfach. Dann gehen wir diesem Mysterium gemeinsam auf den Grund. I knew I picked the right person for the job. Look, I wanted to thank you for taking the time to talk, and for keeping an open mind. And I also wanted to say, well, I'm pleased we're on this journey together. It's the best decision I've made in quite a long time. Okay, ja, Sarah, kommst du jetzt mit? Sarah? What can I help you with? Können wir aufbrechen? Können wir aufbrechen? Always. Point the way and we'll be off. Gut. Weil Westcoin war ein bisschen nutzlos. Also mein Eindruck, hallo. Da wollte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht hin. So. Einmal hier runter. Einmal hier runter, habe ich gesagt. Dann kann ich hier... Ach, Mist. Wir sind hier oben. Wir haben oben angedockt, natürlich. So ein Mist. Leute, sagt doch was. Ich habe hier angedockt. Ach, ich bin... Sorry, so verwirrt davon. Okay, jetzt habe ich mich gerade verklickt, weil ich dachte, es ist einfach nur oben, aber klar, ich muss nochmal nach oben klettern. Zur Hedge. Dann schauen wir uns das unidentifizierte Schiff mal genauer an. Die müssen irgendwo herkommen. Hi. Please disregard. I attempted an informal greeting, but I am dissatisfied with the results. Okay. Das Schiff sieht auf jeden Fall nicht so... Hier sind Menschen. Ja. Natürlich bin ich ein Mensch. Ich nehme an, du hattest etwas anderes erwartet. Ein Mensch? Ich dachte, das wäre die einzige Option. Nein, siehst du das nicht? Ich bin ein fremdartiges, furchterregendes Tentakelmonster. Moment mal, was bist du? Ein Mensch? Ich dachte, das wäre die einzige Option. Oh, pardon my ignorance. We just didn't expect to find people out here. We didn't think anyone else left Earth before us. Imagine being cut off from humankind for that long. How terribly frightening. Sehr gute Frage. Perhaps we should greet our guests. Of course. Manners. I'm Captain Diana Brackenridge. This is Security Officer Bomani Reader. And this is Dr. Mabuti da Costa, one of our elders. A pleasure to meet you. Ich bin vor Bett und ich bin hier, um euch zu helfen. Lass mich raten, du wirst gleich mich gleich um einen riesigen Gefallen bitten. Ja, weißt du, ich bin nur hier, um den Leuten auf dem Planeten da unten zu helfen. Raumschiffdesign, ich habe noch nie so ein Schiff gesehen. Was kannst du mir über die Konstruktion erzählen? I don't know all the particulars, but I'll try to answer as best I can. It's a colony ship. It was built long ago by our ancestors to sustain our crew over hundreds of years in space through generations of travelers. It's sturdy, fast, and spacious. That last one is important because we had to take as many supplies as possible with us on the journey and still have ample space for our crew. Okay, und was ist das für ein Schiff? You've come aboard the Earth colony ship Constant. Generations ago, we set forth from the planet Earth with the mission of colonizing a new habitable world in the spirit of our ancestors nearly a millennium ago. Oh. So lange sind die schon unterwegs, okay. Ja, weißt du, ich bin eigentlich nur hier, um den Leuten auf dem Planeten da unten zu helfen. I see. Well, perhaps we kill two birds with one stone.
You see, we're also in a bit of a bind. Our ship has finally completed its near 200-year journey from Earth, only to find our new home seemingly colonized by, well, we don't know. Communications haven't been successful, so your arrival is fortuitous. Perhaps you'd be willing to act as a middle person between ourselves and the others. Die waren 200 Jahre unterwegs. Unglaublich 200 Jahre. Warum hat die Reise so lange gedauert? Ah, your question confirms one of our recent theories. It would seem that some form of faster-than-light travel or space-bending technology was invented during our long journey. That would explain why we would find people this far out into space. I guess technology leapfrogged us at some point. Interesting. I can only imagine that our predecessors didn't believe the technology would ever work. And so they made the decision to leave when they did. Das heißt, die sind auf diesem Schiff geboren worden und waren dann einfach so lange unterwegs. Wir sind einfach kurz hingeflogen, okay? Ihr konntet nicht kommunizieren, warum? We're not entirely sure. Our engineers believe it's possible our technology just isn't compatible with theirs. All we hear when using them to communicate with anyone is a bunch of disturbing noise. It gave me the heebie-jeebies at first. Wie habt ihr 200 Jahre lang überlebt? Well, the short answer is, we didn't. It's a generation ship, which is to say that most of us lived long, happy lives on board and passed our mission down to our children. It was never intended that the original crew would make it to our destination. The goal was always the preservation of the human race above all else. Though, it would seem that was perhaps a bit presumptuous. Ich denke auch, ja. Ihr wisst also von den Menschen auf der Oberfläche? We do. Well, sort of. We saw structures using our surveying equipment. We've also seen the various ships pass us by. Some even seemed to want to communicate, but couldn't. Of course, we had no idea that they were being piloted by other humans. Ja, diese anderen Menschen sind uns, ja, diese anderen sind Menschen und sie waren zuerst hier. Of course, we know that now. Human or not, we were still unable to communicate our intentions. As soon as we discovered them, we fully expected negotiations would be necessary. Now then, please follow me. There's much to discuss first. We'll speak more on the matter once we reach the bridge. Das klingt nach einem guten Plan. Dr. DaCosta, you may return to your quarters if you wish. Thank you, Captain. Also die sind komplett, die wissen nichts von der UC, nichts von der Erde. Sie glauben, glaube ich, immer noch, dass die Erde existiert. Die Erde existiert noch, aber dass der Erde gut geht. Welcome to the Earth colony ship Constant. In the early 2100s, my ancestor, Rupert Brackenridge, researched a number of scientific scenarios: climate change, asteroid impact, nuclear war, global pandemic, and more. Each scenario showed the likelihood of an extinction-level event to be within 50 years. He fully believed Earth was destined to be rendered uninhabitable. We've always assumed that's what happened. So, he gathered the best and brightest he could find, built the Constant, and set a course for this planet here. We were told that it was the largest, most advanced ship ever constructed on Earth at the time. If you can believe, entire generations have been born, lived, and died on this ship. It really goes to show that there are no limits to human ingenuity and perseverance. We've got strict rules around here, but they're strict for a reason. Careful waving that fancy gun around. We don't need to see what it can do. Es hat irgendwie schon sowas von Wall-E, ne? Wo man da einfach die Erde ist kaputt, man schickt einfach die Leute in die mit dem Schiff los und das war's dann. I have to say, with technology this outdated, I'm amazed this vessel is able to navigate at all. It's almost like walking through a museum. Das ist schon krass, ja. What's it looking like, Yue? Quiet as always. All right, Yue. Okay. Ja, Captain. Ist es schwierig, Captain eines Kolonistenschiffs zu sein? Difficult is the wrong word. It can be both challenging at times and also exciting. Our mission was to rebuild humanity on a distant world, believing that we were Earth's last hope. To think that while there has always been a Brackenridge in the captain's chair, that I am the one to finally oversee our journey's end is truly exhilarating. But with this stumbling block in our path, at this final moment, I fear tough choices will need to be made. Wie geht es deiner Crew? A
A bit frazzled, as you can imagine. People are anxious about discovering that we're not alone, and also worried about what will come to pass. While we hope we can work out a deal with the people on the surface, they seem reluctant to reach out, so there's no telling what will come of that. I do know that we can't afford to stay here in orbit forever. The ship was built to sustain us for many years with backup provisions just in case, but even that will come to an end eventually. Okay. Das heißt, ihr führt hier ein Wettrennen gegen die Zeit so ein bisschen, ne? Wie lange bist du schon Captain? I think I'm coming up on 6 years now. I was only a teenager when my father died, passing command of the ship to me, as is tradition. Because of that, I've had to sort of learn as I go along, instead of taking years of study and apprenticeship under the prior captain. I think some people on the ship resent me for not having the level of experience as my predecessors. But at the same time, without my command, we likely wouldn't have made it here so quickly. Ja, wahrscheinlich liegt's daran, ja. Klingt, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Well, as I mentioned, we've been unsuccessful in communications with anyone up until you arrived, though not for lack of trying. But since you're asking, maybe you'd be willing to be a sort of diplomat between us and them as we attempt to resolve our situation. Does that sound agreeable to you? Die Leute auf Paradiso wollen dasselbe. Ich bin dabei. Da klingt so, als würdest du den schwierigen Teil auf jemand anderen abwälzen. Weiß nicht, was ist für mich drin? Was stimmt mit deinem Kommensystem nicht? Naja, die Leute auf Paradiso wollen dasselbe. Ich bin dabei. Ah, so they have a name. Paradiso. And it sounds promising that they sent you here to speak with us. You see, we intended to settle here, but we assumed that they intend to defend their claim given their presence here. We'd like you to go speak to them on our behalf and help us negotiate a solution, preferably one that favors us. Ich werde es versuchen, aber Diplomatie erfordert auch Kompromisse. Wir konnten andere diesen Planeten besiedeln, wenn ihr ihn schon beansprucht habt. When we left Earth, there were no claims to planets this far out into space. We had assumed that we were the only ones attempting a generational journey such as this, meaning that there would be no need for a formal claims process. Regardless, my ancestor, Rupert Brackenridge, did manage to file a charter for this planet's first colony, to be named New Jamestown. According to his records, no one took it seriously when he filed it, so likely it was either ignored or the records were lost to the ages. Given humanity's lack of interest in colonizing the far reaches of space at the time, it shouldn't have been a problem, but again, here we are now. Warum sucht ihr euch nicht einfach einen anderen Planeten? Based on the data our ancestors had when they launched this endeavor, it was determined that this was the perfect planet for us. Even if we had another viable candidate planet, we lack the resources to get there. And as you know, it took us 200 years to get here. Our people have no desire to go back to drifting the stars so their children's children can possibly settle on an inferior planet. Okay. Ich werde es versuchen, aber Diplomatie erfordert auch Kompromisse. Yes, of course. But we need to start from a firm position and state our goal. If need be, we can compromise, work out a mutually beneficial deal or some such. But initially, I'd like you to be firm with them and convince them to leave the planet to us. Let me know how they respond, and we'll go from there. Wir sind noch ganz bei Trostorf, werden sie unmöglich eingehen. Römer 2 ist riesig, warum ist ihr nicht die andere Seite, fern voneinander? We thought about it, but it simply won't do. I need to think about the distant future of our people. Sure, our first settlement may be small, but our predecessors dreamt of our new civilization spreading across the globe. That will be difficult if someone else plans to do the same. While we're not completely close to the idea of sharing, it's much easier if we have complete domain over this world. Das jetzt gerade übrigens Prime Lection oder Prime Lesson von Prime Lesson, Verzeihung, ich merke schon, wie ich langsam abdrifte mit dem Hirn. Das Prime Lesson How to Homo Sapiens, genau das. Wir teilen es nicht, es gehört alles uns und wenn jemand anderes da ist, dann geben wir ihm so lange aufs Maul, bis er nicht mehr da ist. Eigentlich, also bist du eigentlich noch ganz bei Trost, darauf werden sie unmöglich eingehen. I'm serious. We have a rightful claim to this land and I intend to fight for it. Ich kann euch auch einfach aus dem Himmel pusten. As you're currently our only hope, perhaps you'll honor my request and give it your all, for the sake of some very weary travelers who have come a very long way to be here. Thank you. Ich werde mich bemühen. We were never trained to entrust Bomani? I know
Captain Brackenridge has essentially given you free rein to wander the ship. But security will still be watching you closely. I hope you understand. Given we have so little experience with people from the outside, it pays to take security seriously. Something I understand much better now than in my youth. Okay. Gut, im Notfall pusten wir sie einfach wirklich weg. Okay, das ist cool. Das ist cool. Ich möchte mich noch umschauen. Komme ich irgendwie runter? Ich würde wirklich gerne nach unten gehen. Elevator, Mess Hall, Bathroom. Julia Yang. Hello there. Given that I don't know you, you must be this visitor I've been hearing so much about. I'm Julia, the Constant's chief historian. It's nice to meet you on this momentous occasion. Okay. Es sind Kinder an Bord, wir können das Ding nicht in die Luft jagen, es tut mir leid. Was kannst du mir über die Constant erzählen? As chief historian, I can tell you a lot, probably. What do you want to know? Schon, ich glaube, ich weiß jetzt genug. Wer waren die ursprünglichen Besatzungsmitglieder der Constant? We're the descendants of wealthy elites, intellectuals, artists, scientists, and others who left Earth in 2040 to spread humanity to the stars. The thinking was that Earth's days were numbered for a variety of reasons. Our finder, Rupert Brackenridge, had the foresight to plan for the worst. Thus, he constructed this colony ship to settle what seemed like the most habitable planet we could find, knowing full well it would take generations to reach. We suspected that we may have been the only ones to leave Earth, given that no one else seemed to have the same idea. I'm glad we appear to be wrong. Okay, erstens hat sie 2040 gesagt und statt 2140, so wie ich es verstanden habe. Und zweitens, ich würde sagen, das war einfach euer Pech. Ich meine, die Menschheit hat sich ja trotzdem durch die halbe Galaxis irgendwie ausgebreitet, ist mein Eindruck. Ist in der Nähe von der Milchstraße, ja, so in der Nähe von Sol hat sich ja alles irgendwie so ein bisschen kolonialisiert. Also das ging schief, würde ich sagen, der Gamble. Und wie lange seid ihr schon unterwegs? Well, we launched Tuesday, September 27th, 2140. So, about 190 years now. Would have been longer, but it turns out we have an ace navigator who saved us some time with some tricky maneuvers. Und warum heißt das Schiff ECS Constant? ECS stands for Earth Colony Ship. We wanted a fairly inclusive name to represent the planet, and not a particular nation of origin. There was an old colony ship that sailed across the oceans of Earth from a country called England to settle on a new continent. It was called either the Susan or Sarah Constant. No one seems to know for sure. So ours was shortened to just Constant. Okay. Ironically enough, that ship also reached what they thought was new land and found it populated when they arrived. As chief historian, I can tell you a lot, probably. What do you want to know? Ich gehe mal stark davon aus, dass sie Neufundland gefunden haben, also Newfoundland, und dann festgestellt haben, dass da doch noch Leute leben. Ich weiß aber wirklich auch nichts darüber. Ich weiß nur von Christoph Kolumbus und den Wikingern, die da gelandet waren. Ich weiß nicht, wie das erste englische Schiff hieß, das in Nordamerika gelandet war. Schon gut, ich glaube, ich weiß jetzt genug. You know where to find me if you ever want to know more. Okay, Goodbye. remember always double check your work. Okay, ja. Antiker Computer, antiker Computer, antiker Computer. Also, ich halte mal fest. What is it? Das ist ein antiker Computer. Das Schiff ist 2140 gestartet, am Dienstag, dem 27. September. 2140. Erstens würde mich interessieren, ob das wirklich ein Dienstag sein wird. We only had room. Ich checke einfach mal. Das interessiert mich gerade wirklich. Maybe. Kann ich da irgendwo... But if there are, Ich gehe mal ganz kurz 100 Jahre in die Zukunft. the animals we study. 2140, ich hab's gleich. Weil es mich einfach interessiert, ob sie da drauf geachtet haben. Aber ich vertraue ihnen da. Ja. Der 27. September 2140 ist ein Dienstag.
Damit wäre das doch geklärt, Leute. Zweitens. Wir haben Computer, die ans Handgelenk passen. Wir haben Computer, die wir in die Hand nehmen können. Wir haben Computer, die anders aussehen. Die hier haben 2 Diskettenlaufwerke, eine Maus mit einem Buttonklick und irgendwie eine kleine Tastatur. Antike Computer. Die sind so antik, die sind sogar schon antik gewesen, als sie dieses Schiff gebaut haben. Das möchte ich gerade noch mal festhalten. Also, da hätte Bethesda aufpassen sollen. Finde ich irgendwie jetzt nicht so gelungen. Also ist es wirklich ein Museum hier. Genau, Avo. Das sieht aus wie ein alter Macintosh. Das habe ich mir auch schon gedacht. Aber der Macintosh ist von 1984? 85? Ich weiß es gerade nicht. 83? Ich weiß... Wann kam der Macintosh raus? Und wir haben heute 2023. Die sind gestartet 2140. Ihr merkt schon, da passt irgendwas nicht. Also antiker Computer aus ihrer Sicht sollte... Also das ist hier noch schon vor Antike aus ihrer Sicht, was wir hier aktuell haben. Also ich hätte irgendwas fancy, also wirklich fancy erwartet, aber okay. Gut. Ach übrigens, hi Abo. Daisuke Lewitz, was willst du denn verkaufen? Ja. Ja, ich bin vor Babette. Ich bin wohl die erste Person von außerhalb des Schiffs, die du triffst. Nice to meet you. And that's true. As you can imagine, everyone kind of just knows each other around here. Meeting new people isn't really a thing for us. Okay, ja. Das ist völlig verständlich. Right? We've been cooped up together in this ship all our lives. So outside of berths, there's literally no way for new people to arrive, you know? Anyway, sorry for freezing up before. I just didn't expect our visitor from the outside to stop by and chat with me. I figured, if anything, you'd be with the captain. I'm Daisuke, the ship's provisions manager. I'm not sure what I can offer you, but if I can help, I will. And if not, I'm happy just to talk. Wo bekommt ihr die Ressourcen her, wenn ihr nie Kontakt mit anderen Leuten habt? We manage. Okay. I know back on Earth, there used to be stores all over the place. Some that even specialize in specific types of goods, if you can imagine. But here, this is it. We have very limited supplies. Most of our stuff is recycled. Even the food. In a roundabout way, if you know what I mean. It works out for the most part, because it has to. You'll sense a running theme with that around here. Okay, ist das eine Art Laden? Not really. Things don't work that way here. It's not a shop like you hear about in the books and movies, or where you're probably from. Almost everything is communal or shared in some way, but sometimes people want a little something extra or special for themselves. So when that happens, they come to me. Mostly, I just keep track of the ship's inventory and help ration the supplies so we don't run out. See you around. Okay. Jetzt habe ich eine andere Frage. Wenn die hier schon seit 200 Jahren rumdümpeln, da haben die einen unglaublich beschränkten Genpool, oder? Ich meine, bei wem habe ich das gesehen gehabt? Irgendjemand hat ein Video drüber gemacht, was man bräuchte, um so zum anderen Planeten zu fliegen, mit so einem Mehrgenerationenschiff. Und da waren es irgendwie so mindestens 500 Leute, damit der Genpool einigermaßen diversifiziert bleibt. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Aber okay. Engineering. Ich möchte hier halt runter. Ich will da runter, Leute. Wollt ihr auch runter in den Garten? Hier ist noch eine Tür. Kann ich da rein? Das ist einfach nur das Lagerhaus. Ne? Oh ja, wir klauen jetzt natürlich nicht ihr beschränktes Essen. Wie kommt man da weiter runter? Ich gehe jetzt aber hier runter, dann finde ich das raus, wie ich wieder rauskomme. Okay, sie haben offensichtlich auch Abflüsse hier. Sauerstoff wird hier hergestellt. Quasi durch die Bäume. Hier pflanzen sie ihr Essen an, nehme ich an. Das ist halt cool.
horses out there. Also es war ja klar, dass sie ihr Essen selbst irgendwie herstellen müssen, weil sonst funktioniert das natürlich nicht. Feldflasche, okay, ist nichts Besonderes. Medical Bay. There's so much more to learn about now. Kolonistin. Dr. Lorelei da Costa. Outside our ship. But if you need help, I'm here for you. Wait, how is it I don't know you? I know everyone on this ship. Erinnerst du dich nicht? Wir sind gute Freunde, ich bin vorbereitet. Ich komme von außerhalb des Schiffs. Oh my. Yes, of course. Sorry, I was with a difficult patient when the announcement came through. But now I remember. They sent my husband, Mabuti, to greet you. It's quite fortunate that you arrived when you did, for Mabuti's sake. Hopefully you can help resolve our current predicament. Keine Sorge, ich arbeite mit eurem Captain, um alles zu regeln. I hope you do. A lot of us are counting on getting off this ship. Some of us can't afford to wait much longer. Ich bin gerade am Überlegen, würdet ihr so eine Reise machen in so einem Schiff, so jahrhundertelang durch eine Gegend, und zwar 2 Jahrhunderte sind auch kurz. Also, ich glaube, das Video, das ich mir zu dem Thema angeschaut habe, war mit Proxima Centauri, wo 6000 Jahre bräuchte. Und es muss, glaube ich, unglaublich deprimierend sein, einfach auf diesem Schiff das ganze Leben zu verbringen. Du bist ja quasi nur auf diesem Schiff, siehst nichts anderes, siehst immer jeden Tag dieselben Leute und das dein ganzes Leben lang. Und das für zig Generationen. Also du nicht, aber deine Nachfahren dann. Ist schon nicht so... Schon nicht so toll, ne? Ja, ist alles in Ordnung, ich habe keinen Schlaganfall, keine Sorge. Was stimmt denn nicht mit Mabuti? Nothing. Not in the medical sense. As one of the eldest on board, he was ready to volunteer for termination. But thanks to your arrival, that is no longer needed. Ist das so ein Ding hier? Excuse me? Volunteer for termination? Meaning what, exactly? It means that he was going to volunteer his own life for the sake of the others on this ship, due to limited spaces and supplies. Okay. Like the others, his life would then be honored with special distinction and recorded for history. Rarely we had to make difficult choices when no one would volunteer. But Mabuti, he's too generous to let that happen. Das wird ja immer schlimmer. Und dann kommt auch dazu, dass man sich dann ab einem gewissen Alter selbst, also freiwillig, oder von einem erwartet wird, dass man sich dann terminieren lässt. Okay. Oh, das ist furchtbar, aber ich verstehe, dass es für das Gemeinwohl nötig ist. Wie barbarisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es keinen anderen Weg gibt. It may seem that way to you, but remember, things are different when you only have so many resources and so much room to work with for such a long time. Barbaric is precisely what I was thinking. There are always alternatives. You simply need to work hard to find them. Das ist durchaus richtig. Bye-bye. Ja, dann lass doch einfach die Leute... Wieso medizinische Versorgung? Du kannst ja einfach alle sterben lassen. Problem gelöst. Das Mausoleum. Wow. Hi. Das sind die Gefrierschränke oder was? Wenn hier die Leute terminiert. Mausoleumsverzeichnis. Mausoleumsverzeichnis der ECS Constant. Hiermit ehren wir alle, die auf unserer Reise zum Erhalt der Menschheit vor uns kamen. Oh, es sind schon ein paar. Aber nicht so viele, wie ich jetzt erwartet hätte. Bei 200 Jahren. So, kann ich hier aufmachen? Ich möchte nämlich in die Kühlschränke reingucken und looten. Also für 200 Jahre Reise passt da. Also das ist jetzt für mich schon so ein leichter Immersionsbruch, weil das Schiff ist... Es sind viel zu wenig Leute hier. Für meinen Geschmack. Und damit das passt und stimmig ist. Und noch dazu, so wenig Leute nur gestorben in 200 Jahren. Ich verstehe, was ich meine. Es passt irgendwie nicht. Und Sarah morgen hat irgendwas für mich. Gehen wir nochmal ganz kurz zu Sarah. Das konntest du mir natürlich nicht so sagen. So, Sarah, was hast du denn? Here, I have something for you. Ein Geschenk, das wäre doch nicht...
you're incorrigible. I So bin picked ich. it up on one of our latest planetary expeditions. I'm more than just an extra gun, you know. Das weiß ich zu schätzen. I'm just pleased I get to utilize some of my old field collecting skills. It's been a while. Check back with me from time to time after we return from our planetary jaunts. If I pick anything up, it's all yours. Samenstimulans gefunden, danke. Wow, wow, wow. Schenkt der Gaul und so, wisst ihr, deshalb akzeptiere ich es jetzt, aber wow. So, wir landen mal wieder. Wir landen. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die diplomatische Verhandlung. Die ganzen, also wirklich, den ganzen Planeten claimen die jetzt für sich, das ist total dämlich. Also sie sind wirklich in keiner Position. Sie haben nichts. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Das gerade im Ladebildschirm war doch ein Screenshot, den ich gemacht habe. Kann es sein, dass das Spiel Screenshots, die der Spieler macht, als Ladebildschirm nutzt, wenn er welche hat? Ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Weil das wird zwar noch ganz cool. Aber ist das nicht auch... Ist ein doof. Aber es hätte er noch lange nicht alle gezeigt, ne? Ist mir gerade nur aufgefallen, deshalb dachte ich, ich frag mal nach, was das sein könnte. Kiwi. I'm kind of glad most of the execs never show up to work. I see you've returned. I can let you in if you've done what you need to do. But if not, I can't have you disturbing the execs. Ich bin jetzt bereit reinzugehen. Wie gefällt es dir für die... Ich bin jetzt auf jeden Fall bereit. Wie haben die Leute hier reagiert, als die ECS Constant auftauchte? People were a little freaked out around here, understandably. It looks so different and it's so massive. We honestly thought we were under attack by an unknown entity. But then, nothing happened. It just stayed there. No one could communicate with it. And we've been very careful not to alert the resort guests. The board believed it would be bad for business. Naja, ich kann das durchaus nachvollziehen, dass das schlecht für Business wäre. Also, wir gehen jetzt rein. Sure. Have fun in the Shark Tank. And don't worry, even they call it that. Okay. Oliver Campbell, dann reden wir mal mit ihm. I just feel that we should be focusing on the natural beauty of this planet, not our amenities. There are millions of planets out there. People can go to any one of them. The resort facilities are precisely what we bring to the table. Heck, it's the only thing we've really got to offer. I don't want to risk us coming off as just another artificial, shady, trash-filled dump like Neon. That's not who we are. We've got something special here. We should embrace that. Belom's right. Thank you. We don't want to compete with Neon. Bayou's ruthless. He'll do anything he can to eliminate the competition. We don't need that kind of trouble. That being said, I think there's a middle ground. Ich glaube, die labern einfach weiter, bis ich sie unterbreche, ne? I've had this idea to build artificial hot springs. That sort of thing. Sounds good. I'll look into what that will cost us and we can circle back around to this. Okay. Dann darf ich jetzt reden? Chances are it's because of me. If it's not important, bring it up with Kiwi. Okay. Make some time for you, but keep it quick, yeah? Mir wurde gesagt, dass ich mit dir über das seltsame Schiff im Orbit reden soll. I am. And you must be the diplomat Jiro told me about. Welcome, welcome. Normally I'd offer you an all-inclusive stay at our resort before we spoke. But given the circumstances, I'm going to cut to the chase. We've got our friends, the aliens, up there, causing all sorts of problems for our resort. You like that? The marketing team came up with it. The thought is, if we can't get rid of them, it might actually attract more tourism. Come see the aliens! Warum denn die Dringlichkeit bei dieser Sache? We run a premier resort getaway here. We can't have our guests concocting stories about some budgy old ship hanging around up there. As it is, we've had to reroute our luxury liners around the other side of the planet on entry so no one sees it. It's bad for business. We need to nip this in the bud and take care of it before the tourists catch on and cause a scene.
Wie deutlich, du weißt genau, dass das nicht stimmt. Also nee, kommen wir einfach direkt zur Sache. Ah, we're being direct then. Good on you. So, what do you know about this dodgy ship I'm hearing all about? Es ist ein Generationsschiff voller Kolonisten von der Erde. Sie waren 200 Jahre unterwegs. Es ist ein klappriges, ehrzeitiges Schiff voller Kolonisten, die glauben, der Planet gehöre ihnen. Es sind Kolonisten, die sich nach 200 Jahren endlich niederlassen wollen. Das lässt sich ausnutzen. Was, wenn es tatsächlich ein Alien-Mutterschiff wäre, das diesen Planeten zerstören will? Boah. Also, nee. Ich wurde ja beauftragt, als Diplomat zu agieren, deshalb mache ich das so. Es ist ein Generationsschiff voller Kolonisten von der Erde. Sie waren 200 Jahre unterwegs. Well, that's something. Shame we can't just tell them kindly to bugger off. Something tells me that's not going to work. Now, tell me, what are we going to do about it? Give me some proposals, people. I need something to work with here. We could offer to resettle them here. There's more than enough space. They could stay here, temporarily, but it'll cost them. Quite a bit, too. They'd need to work off all their debts before being allowed to leave. Maybe not. What if we help them get out of here? Outfit their ship with a grav drive so they can find a new home. We could even lend our engineers to help and give their captain an updated star map. What do you think? Sounds costly. We can't absorb that cost, and it's unlikely they even have compatible currency, let alone enough for the transaction. Someone else would have to foot the bill. Oh, I swear this would be a lot easier if they ceased to exist entirely. Anyway, Seema's got the right idea. Either works for me. Just tell me what you want to do. Sie können also hier leben, wären dann aber Leibeigen, ne? Oh, I didn't say that specifically. This would be a mutual contract. For room and board in exchange for services rendered. Of course, there's no telling how long this arrangement will last, given the substantial costs we'd need to take on in order to accommodate them here, including their continued room and board. But this may save the resort on operating costs in the long term, as we'd be able to let go of some of our current paid staff. Was? Wieso muss ich den Graph-Antrieb kaufen? It's not our responsibility to bear the brunt of that cost. We're being more than generous by offering the use of our engineering team to help install it. A custom grav drive can't come cheap, and I assume they have neither the monetary means nor the connections to get a hold of that kind of technology. That leaves the only other party in this negotiation. You. Nicht mehr existieren? Willst du damit sagen, ich soll das Schiff zerstören? I'm not suggesting anything. Other than it would make our lives so much easier if that ship ceased existing. Make of that what you will. Warum kann sich nicht irgendeine Behörde darum kümmern? We operate outside of the Free Stars and the UC, partially because we don't want anyone else meddling in our affairs. And we'd rather not draw attention to it. As I've mentioned, it could be bad for business. We'd much rather settle this independently. Okay. Warum können sie nicht einfach die andere Seite des Planeten besiedeln? We own this planet, they don't. Here at Paradiso, we don't like leaving things to chance. Who knows what these people will do with their land? Imagine the landscaping disasters they may come up with, and how that might mar the satellite imagery of the planet in our brochures. No, much better to assimilate them into our culture if they come here to live, rather than leave it to chance. Das sind Menschen, du machst dir Sorgen wegen der Landschaftsgestaltung, das ist doch absurd. Aus geschäftlicher Sicht verstehe ich deinen Standpunkt, aber ich sehe das anders. Du hast vermutlich recht, diese Leute können schlecht fürs Geschäft sein, auf mehr als eine Weise. Das sind Menschen, du machst dir Sorgen wegen der Landschaftsgestaltung, das ist doch absurd. Also wir müssen jetzt gerade mal festhalten, wir sind zwar Kopfgeldjäger und uns interessiert das gerade nicht. Also uns interessieren Menschenleben normalerweise nicht. Aber das findet Frober Betty jetzt gerade auch schon so ein bisschen absurd. Also wirklich. Das ist doch absurd. Absurd or not, that's our official stance. I make the decisions that are best for our entire group. You don't. Ich denke, ich habe mich entschieden. And which proposal will you be taking to the good captain? I assume there's a captain? Wenn sie trotz allem weiter darauf bestehen, dass ihr Anspruch auf diesem Planeten älter ist? They'd be hard-pressed to defend their claim in any courts. Our charter goes back years. It was registered with both the UC and Free Star Collective, per the Centaurus Proclamation. We may be outside the settled systems, but that charter's official as can be.
I'm sorry, but you're going to need to be the one to break the news to them that they need to make a compromise or leave. Ich werde sie davon überzeugen, dass sie sich hier niederzulassen. Ich kaufe den Graph und bringe sie dazu, sich anderswo anzusiedeln. Ja. Oder mal rein theoretisch, wir können mal so ein Schiff verschwinden lassen. Ich kaufe den Graph-Antrieb und bringe sie dazu, sich anderswo anzusiedeln. Ist, glaube ich, das Sinnvollste. Ah, good on you. You want to see a man named Benny St. James over at Hope Tech. He's the best in the business. If anyone can retrofit a 200-year-old ship with a modern grav drive, it'd be him. We'll coordinate our engineering team with his when you return, though you may have to help the Constance engineers prepare for it on their end. Good luck. I know this was a difficult decision, but if it's any consolation, I think you've made the right choice. Compared to the destruction of their vessel and relegating them to a life of servitude, I'd say this is the best chance they've got. Right. On behalf of the Paradiso Group, we appreciate your help. Irgendwie habe ich gerade Lust, den nächstbesten Auftrag, der darum geht, die Leute umzubringen, anzunehmen. Aber das bald mal für uns, oder? Also ihm und ihr würde ich ja zack, zack, einfach gut ist, Geld einstreichen. Aber ja, ich hab so einen Moralcode und die sind seit 200 Jahren unterwegs und mein Moralcode sieht vor, die haben nichts falsch gemacht. Und wenn sie nichts falsch gemacht haben, dann sollte man sie, also dann werde ich sie nicht töten. Also das geht gar nicht. Ich werde sie nicht angreifen, nicht töten. Ich werde versuchen, ihnen das jetzt mal klar zu machen, dass es besser wäre, den Graph-Antrieb einfach anzunehmen, den ich ihnen bezahlen werde. Ach ja. Upsi dupsi. Wir wollen wohin? Ach, sprich mit Emilian. Hä, was ist denn jetzt für eine komische Quest hier? Geht zur Hauptdeck. Hauptdeck ist tatsächlich noch auf diesem Planeten. Ja, okay, Moment mal, wo ist denn Hauptdeck? Entfernen bitte. Ich muss einmal aufstehen. Ich bin gerade verwirrt. Ich bin gerade sehr verwirrt. Wo soll ich denn jetzt hin? Ich soll raus? Boah, ey. Ich soll raus und dann irgendwo dort muss ja scheinbar was sein. Ah, ich werde hier wieder ins Schiff reingelockt. Geh zur Hauptdeck. Hat mich an Benno St. James bei Hauptdeck verwiesen, der einige Erfahrung mit der Arbeiten. Ja, aber Hauptdeck. Wo ist Hauptdeck? Ist Hauptdeck auf diesem Planeten? Geh in dein gemietetes Zimmer. Mit Emilian. Sprich mit Dirk. Habe ich doch alles schon gemacht. Ich will aber sonst nichts mehr. Also als Kopfgeldjäger gehe ich jetzt nicht hin und werde anfangen, irgendwelche Nebenquests zu erledigen für die Leute da, weißt du? Aber wir können Dirk schon mal nochmal fragen. Komm, wir reden nochmal ganz kurz mit Dirk. Weil ich weiß gerade nicht, wo Hauptdeck sein soll. Egal wo ich hingehe, ich gehe immer falsch. So eine Zwischendimension ist das wahrscheinlich irgendwo verschwunden. Und da müssen wir ja eigentlich hin. So, Dirk, ich habe noch mal eine Frage an dich. Vielleicht kann ich dir bei der Suche nach den verlorenen Gegenständen helfen. Oh no, you're on vacation. I wouldn't dream of asking a guest to find other guests' lost belongings. But if you want to take a look at the list in the system and you happen to find anything while you're out and about, I suppose it would help me out. Please, don't feel obligated, however. Okay. Zieh dir die Fundsachenliste auf dem Computer an. Enjoy your stay.